Heute möchten wir euch zeigen, wie wir bei uns erfolgreich die rote Beete anbauen. Regulär fängt die Aussaat ja im April an, also in Direktsaat, aber es könnte ja schon mal sein, dass man eine frühere Ernte haben möchte oder dass der Boden noch nicht fertig ist, die Beete noch nicht vorbereitet sind. Dann kommt es dazu, dass wir sogar schon im Januar, Februar Aussehen vorziehen, allerdings dann für Gewächshaus und Frühbeet. Dann können wir nämlich ab Mai, Juni schon die ersten Ernten einfahren. Aber regulär fängt es jetzt im April an. Die rote Beete ist wirklich ein sehr unkompliziertes und einfaches Gemüse, was sich auch perfekt für das gemeinsame Gärtnern mit Kindern eignet. Das Beet haben wir vorbereitet für Mittelzehrer, also entweder über Kompost oder nach Packungsangabe einfach den Kleedünger. Eine weitere spätere Nachdüngung erfolgt nicht. Die Aussaat draußen direkt im Beet erfolgt so ab April bis Mitte, Ende Juni. Je nach Jahr haben wir es auch schon bis Juli gemacht, das hat auch geklappt. Der Reihenabstand bei der roten Beete liegt bei 25 bis 30 cm und das Saatgut kommt ungefähr 2 bis 3 cm tief in die Erde. Zum Keimen brauchen die Samen ungefähr 1 bis 2, maximal 3 Wochen und die perfekte Keimtemperatur liegt bei 16 bis 22 Grad. Wenn dann die Saat aufgelaufen ist, also die kleinen Keimlinge da sind, ist es Zeit, die Abstände einzuhalten. Also wir haben einen optimalen Pflanzenabstand von 5 bis 10 cm. Wenn der kleiner ist, dann werden hinterher auch die Knollen kleiner. Logisch, oder? Das Prinzip ist ja ähnlich wie beim Anbau von Möhren auch. Gefallen euch unsere Grow Veggie Videos, dann quittiert uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Dankeschön! Die rote Beete steht nicht so gerne zu nass. Wenn sie zu viel Wasser hat, dann bildet sie sehr viel Blattmasse aus. Wenn sie allerdings zu wenig Wasser hat, dann entwickeln sich die Knollen nicht so gut, also bleiben eher klein oder auch unförmig. Wir machen das im Gemüsegarten so, wir unterstützen die Pflanzen, indem wir eine Mulchdecke aufbringen, entweder mit Grasschnitt oder eben mit Stroh. Bei der roten Beete lassen sich die Blätter auch besonders schön ernten und auch essen. Sie sind auch tatsächlich schmackhaft. Die rote Beete ist verwandt mit dem Mangold. Allerdings heißt das auch, dass wenn vorher Mangold im Beet stand, dass rote Beete nicht danach gepflanzt werden sollte. Ungefähr 3 bis 4 Monate nach der Aussaat ist es dann Zeit für die Ernte. Und besonders die ersten zarten, kleinen rote Beete-Knollen sind was ganz Besonderes und Feines. Das ist das perfekte Gemüse, um auch Kinder zu überzeugen. Entweder man nimmt die ganze Knolle und kocht sie, dann ist sie sehr, sehr weich und schmeckt auch ein bisschen milder. Oder man nimmt auch die rohe kleine Knolle und macht mit Obst zusammen einen leckeren Smoothie. Diese Farbe ist einfach unbeschreiblich intensiv. Bei der roten Beete ist noch wichtig, sie nicht zu früh im Freiland auszusehen, denn einfach wenn sie im Beet steht und wächst und dann so eine schöne Jungpflanze ist und dann kommt nochmal eine ordentliche Portion Frost vorbei, dann besteht die Gefahr, dass sie ja in Blüte geht, also schießt, dass sie gar keine Knollen in dem Sinne ausbildet. Man könnte das, wenn man es vorher weiß, auf jeden Fall mit einem Vlies schützen, aber die sichere Variante ist, nicht vor April mit der Aussaat anzufangen. Um eine versetzte Ernte bei der roten Beete zu realisieren, ist keine versetzte Aussaat unbedingt nötig. Die rote Beete kann lange im Beet stehen bleiben, sogar bis zu den ersten leichten Frösten. Und wir können die Knollen einfach nach Bedarf ernten. Stehen dann allerdings starke Fröste auf dem Programm, dann ernten wir die Knolle ab, sanden sie ein oder packen sie in eine Erdmiete oder wir haben sie auch schon im Hochbeet eingebuddelt, einfach, dass sie unter der Erde ist, dann können wir den Winter über sie nach Bedarf rausholen und in der Küche verarbeiten. Dieses unproblematische Gemüse hat vielleicht mal ein paar Krankheiten an den Blättern im späteren Verlauf, allerdings ist das auch kein großes Problem, denn die Knolle ist weiterhin verwendbar. Mit wem steht die rote Beete denn gerne im Beet? Thema Mischkultur. Gerne steht sie zusammen mit Knoblauch, Gurken, Salat oder auch Kräutern wie Dill beispielsweise oder eben auch Kohl. Wen sie nicht so gerne als Nachbar hat, das sind Kartoffeln oder Spinat, Mangold, weil eben verwandt und eben auch Mais, den mag sie auch nicht so gerne. Zum Weiterschauen haben wir hier noch unsere Playlist mit den ganzen Grow Veggie Videos verlinkt und ein weiteres Video passend zum Thema Gemüseanbau im Frühjahr. Viel Spaß bei euch im Garten mit der roten Beete und viel Erfolg!